Ja, moin moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir machen heute eine ganz kleine Pilzetour, dachte ich mir. Das ist jetzt ganz spontan. Ich bin nämlich hier im Wald mit meinem Rucksack, dachte ich, auch auf ein paar Pilze gucken. Kamera mitgenommen, wollte ich eigentlich fotografieren, aber habe ich gedacht, jetzt komm, machst du einfach mal ein kurzes Video. Ich dachte, ich nehme euch einfach mit, denn ich wollte eigentlich so ein paar Äpfel pflücken. Jetzt fehlt mir so ein langer Stab dafür, dachte ich, okay, dafür gehe ich dann Pilze sammeln. Und bei Pilze seid ihr ja bestimmt gerne dabei. Pilze sind immer ganz lustig. Mir ist gerade auf dem Weg schon der erste Pilz entgegengeschossen. Und zwar ein Schopftindling. Das ist ein richtig guter Speisepilz, den esse ich sehr gerne. Den finde ich hier manchmal auch. Uiuiui. Die kannst du in der Hälfte schneiden und dann anbraten und aufs Brot, so wie Scheiben, ne? Aufs Brot legen zum Beispiel. Als Rezeptvorschlag. Ein bisschen Salz drauf, ein paar Zwiebeln. Ah, herrlich. Solange der Schopftindling noch weiß ist, ist er auf jeden Fall essbar. Und der nimmt im Alter, kriegt er hier, verfault er hier. Also der geht dann ein und fängt dann auch so an zu tropfen. Das ist so schwarze Tinte, dunkelblaue bis schwarze Tinte. Und deswegen nennt man ihn Schopftindling, weil damals hat man daraus Tinte gemacht, sagt man. Wenn ich da gleich noch ein paar mehr finde, dann kann ich euch mal zeigen, wie die im verschiedenen Alter auch aussehen. Lecker. Mein Körbchen für heute. Hab kein anderes gefunden. Ja, also es hat gestern und vorgestern schön geregnet. Das heißt, es müsste sich heute was finden lassen. Bis jetzt habe ich noch nicht viel gefunden, aber ich bin da guter Dinge und hoffe, dass wir gleich was vor die Linse bekommen. Vielleicht habt ihr gesehen im letzten Video, die Pilze, die muss auch manchmal anpfeifen. So, ne? Dann findest du besser welche. Probiert mal aus. So, meine Damen und Herren, welcome to the jungle. Wir haben hier eine Taube, die zerfetzt wurde, wahrscheinlich von einem Fuchs. Ja, die machen das ganz gerne. Leute, ich glaube, das, was ich da hinten sehe, entspricht meinen Vorstellungen. Ach, guck mal, wie groß, den sehe ich schon von hier. Komm mal hier zum zweiten Schopftindling des Tages. Der ist schon etwas größer, der ist vorangeschritten. Ich muss jetzt leider zu Demonstrationszwecken den Schopftindling einmal entnehmen. Den lassen wir aber hier am Ende. Schaut euch mal an, wie wackelig der Hut ist. Der sieht so aus wie so eine Laterne. Ne? So, und der fängt jetzt hier unten an, bereits zu verwesen. Das zieht sich dann hoch bis nach oben hin. Und dann löst er sich sozusagen wie in Luft auf. Also der fängt dann hier an zu tropfen. Und das Schwarze jetzt hier an meinem Finger ist bereits die Tinte, von der ich gesprochen habe. Ja, so sieht auf jeden Fall der Schopftindling aus. Das ist schon ein schönes Exemplar, würde ich sagen. Man kann auch alles essen, vom Stiel, Hut, alles. Den lassen wir aber mal hier, ne? Ja, aber diesen hier können wir mitnehmen. Oh, ist das schön. Guck mal, der ist noch schön fest. Ach, herrlich. Ich mache erstmal ein Foto davon. Moment mal. So. Oder hier einen frischen. Einen ganz frischen hier. Den nehmen wir natürlich auch mit. Die Wurzel, die geht dann immer ein bisschen tiefer. Ja. Kann man da abbrechen. Das ist richtig schön. Herrlich. Also das ist jetzt hier meine Ausbeute der ersten 10 Minuten und vielleicht kann man dazu auch noch mal was sagen. Der Schopftindling, das ist ein Verwandter der Champignons und wird in manchen Regionen auch als Spargelpilz bezeichnet, weil ja, er sieht auch so ähnlich aus wie ein Spargel. Aber ne, wenn wir hier schon bei Champignons sind, habe ich hier gerade einen Pilz entdeckt.
Und das sieht aus nach einem toten Champignon, Waldchampignon. Und gleich nebenan gucke ich hier. Bah! Bah! Ne, die sind jetzt zwar ein bisschen hell. Guck dir das mal an. Guck mal, hier überall. Unten drunter. Eieiei. Kriegst du sowas im Laden? Ich glaube nicht. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Das ist doch... Ah, den nehme ich auch mit. Ah, herrlich. Die sind perfekt. Die sind perfekt. Perfekt für den Sammelkorb. Die lege ich mal hier hin. Und gleich sage ich auch noch was dazu. Hier. Ist das schön. Guck mal an hier, hä? Das ist der Blutegerling. Da sage ich gleich was zu, Leute. Leute, lass mich doch erstmal gucken hier. Okay, warte mal. Okay, wir machen das so. So, ich habe die jetzt mal ein bisschen zurechtgelegt. Auf jeden Fall handelt es sich hierbei um eine Champignonart. Und zwar um einen Blutegerling. Ich vermute, dass es hier die braunstieligen Blutegerlinge sind. Die jetzt aber irgendwie sehr, sehr hell ausgefallen sind. Normalerweise haben die hier so eine Farbe und sogar noch ein bisschen dunkler. Auf dem Hut oben so wie Schuppen. Als würden die so irgendwie, ja, als würde es oben drauf geregnet haben und so ein bisschen verflossen sein alles. So sieht das so ein bisschen aus. Und die Lamellen, die sind so hell rötlich, rosa, fleischrot, kann man sagen. Und im zunehmenden Alter werden die ein bisschen dunkler, bis dann ganz am Ende braun. Ja, und wenn man den anschneidet oder der irgendwie eine Macke kriegt, verfärbt er sich ein bisschen rötlich. Deswegen heißt er Blutegerling und ist auf jeden Fall essbar. Das sind Champignons, die sind noch frisch. Schaut euch das mal an. Was für Oschis. Hier. Geil. Ich habe jetzt gerade meine ersten 2 Fliegenpilze gefunden für dieses Jahr. Und die habe ich gleich mit eingesammelt. Die sehen jetzt natürlich nicht mehr so prickelnd aus, aber der kleine, der geht noch, den könnte ich noch essen. Ihr wisst ja, Fliegenpilze gehören zu den giftigsten Pilzen überhaupt, wird so gesagt. Und ich hatte vor, das mal auf eigene Faust auszuprobieren, ob die denn wirklich so giftig sind und die dann zu essen. Das machen wir dann aber im nächsten Video. Und wenn ich das ja dann noch überlebt habe, dann werdet ihr das ja im nächsten Video sehen. So, hier haben wir die nächsten Pilze. Das sind Schwefelköpfe. Das ist ein Schwefelkopf. Die sind noch ganz frisch und klein. Und ja, wenn man die mal so sieht in live und die mal dann umdreht, also die Farbe, die ist schon richtig, richtig grell gelb. Und ja, die werden oft verwechselt mit den graublättrigen Schwefelköpfen. Die kann man nämlich essen. Und die gelben, mit den grünblättrigen, so werden die genannt, die darf man nicht essen. Also die Lamellen hier, ne, meine ich. Und wie man sieht, das ist also komplett grün alles. Und wenn man sich da nicht sicher ist, dann kann man auch die Geschmacksprobe machen, weil die graublättrigen sind etwas mild im Geschmack und die hier dürften richtig bitter sein. Oh, die riechen auch nicht lecker. Moment. Also das merkt man sofort. Nicht mitnehmen. Der grünblättrige Schwefelkopf wächst auch immer auf Baumstumpfen. Hier ist ein Baumstumpf, ein alter Baum, und hier wächst er drauf. Und der graublättrige wächst auch da drauf. Da gibt es auch noch den Ziegelroten und so weiter und so fort, aber das sind hier so die wir am häufigsten haben. Und wir haben den grünblättrigen häufiger als den graublättrigen. Leider. Mir ist gerade was eingefallen. Ich wollte noch was zu den Schwefelköpfen sagen. Und zwar kann man die graublättrigen von den grünblättrigen oft nicht so gut unterscheiden, wenn die schon im fortgeschrittenen Alter sind. Das heißt, man muss unbedingt,
wenn man kein Experte darin ist, die Geschmacksprobe machen. Weil, ja, ich habe mir graublättrige Schwefelköpfe einmal gesammelt und Suppe gemacht. Und als ich die Suppe dann probiert habe, alles war fertig, ich hatte schon so Hunger, war die so bitter, die Suppe, das hat einfach gar nicht mehr geschmeckt. Und dann ist die ganze Suppe in der Toilette gelandet. Deswegen immer die Geschmacksprobe machen und immer schön ausspucken wieder. Okay, wir gehen jetzt hier in einen anderen Wald. Ja, also, ich habe erstmal genug für heute. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn du Lust hast, im nächsten Video, wenn ich die Fliegenpilze esse. Ob ich das überlebe, wir werden es sehen. Ich bin auch schon gespannt. Ich bin auch schon gespannt. Und ich habe schon Herzflattern. Und zu Risiken und Nebenwirkungen, bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.